Alrighty then Leute und damit herzlich willkommen zu Shakes and Fidget und wir sind mit Tag 3 zu Ende auf Server EU8. Wir gucken uns den Server nochmal an und natürlich auch die Gilden sind jetzt Top 26. Ich erkläre euch gleich mehr dazu. Bevor wir uns jetzt aber die Gilden angucken, nochmal ganz fix geschaut in den Elevator, wie es jetzt hier aussieht. Und dabei sei gesagt, die Werte können jetzt schon wieder ein bisschen anders sein oder die Platzierungen. Also, ja. Einfach nur mal so kurz rüberfahren. Es fällt auf, dass jetzt die Top 25, zum Beispiel Nanion war vorhin auf der 25, die sind jetzt auf der 26, weil Leute jetzt eben wieder L-Token generieren. Nachtwache hat sich vorgeschoben, Dungeon Hunters. Wir sehen, die meisten Gilden sind aber nach wie vor oben dabei. Wer neu dazugekommen ist, ist der Malora-Trupp. Den gucken wir uns später auch nochmal ganz genau an. Emerito, hier haben wir eigentlich keine Neulinge weiter oben und ja, man sieht auch, dass die Top 6 jetzt sich noch weiter abgesetzt hat. Platz 7 ist hart umkämpft von Platz 10, das ist relativ knapp beim Elevator. Necropolis weiterhin so ein bisschen für sich allein stehend, aber die bleiben an Exiles dran. Und ja, Freedom aktuell auf der 2 nur, Nothing Else Matters auf der 1. Ganz große Überraschung. Aber wir gucken uns gleich auch nochmal die Gildenstatistiken an. Vorher will ich mir aber auch mal den Server ganz grob so eine Hall of Fame angucken. Was natürlich auffällt ist, dass wir oben vom Level her weiterhin viele Dämonenjäger haben. Dämonenhunter sind immer noch die beste PvE-Klasse. Aber Honey hat gezeigt, dass ja, ein Necromancer da ist, auch schaffen kann. Kundschafter können es ja auch, Berserker können es tendenziell auch. Berserker sehen wir hier oben aber nicht in diesem Levelbereich. Und dann sehen wir einige Necromancer dann auch im Halbfeld. Also ich sag mal im Halbfeld, alle die Spieler hier über 130 können jetzt unter der Woche auch locker auf 200 oder plus kommen. Und danach ist ja natürlich ein Event, sprich Black Friday, also da können auch nochmal Leute dann später pushen und die jetzt hier sehr weit hochgekommen sind, müssen halt gucken, dass sie das ausbauen können. Und ja, das ist so ein bisschen das Ding. Was auf jeden Fall auch beachtenswert ist zum Beispiel, dass ein Vars hier dabei ist als Kampfmagier, als auch Ultras als Magier. Nach 3 Tagen ist das echt wirklich auch ein krasses Level, muss man mal so sagen. Also ist natürlich Pay to Win. Und wir sehen hier auch einen Krieger oben. Das ist auch nicht schlecht, freut einen immer. Mir fehlt hier ein bisschen Assassine. Ich glaube, wenn ich jetzt gucke, sind wir hier bei Sam von den Himmelskriegern. Der wohl stärkste Assassine aktuell hier auf dem Server. Was auch ganz interessant ist, sind die Statistiken zu dem Server EU8. Wir sehen, dass der Necromancer mit 45% die meistgespielte Klasse ist. Also fast jeder zweite Spieler auf dem Server ist ein Nekromant. Das sieht man halt auch in der Ehrenhalle im SA-Bereich. Es ist ganz, ganz schwierig. Und ja, ich habe mal ein bisschen die letzten EU-Server angeguckt. Der Magier ist dort immer die zweitbeste Klasse gewesen. Klar, Nekromant hier ist neue Klasse. Er ist also Magier jetzt auf der 3. Hält sich, das hätte ich nie gedacht. Tatsächlich aber wirklich auf allen älteren EU-Servern bis EU5 der Magier meistgespielte Klasse. Dass der Berserker mehr gespielt wird als der Dämonenjäger ist auch ein bisschen erstaunlich, wie ich finde. Hätte ich nicht gedacht. Und was natürlich auffällt, also Druide mit 2,45% ist echt schwach. Auch der Barde 3,34%. Aber wir sehen auch, der Krieger ist nur bei 4,1%. Und in den letzten EU-Servern war der Krieger wenigstens immer um die 6 bis 7% vertreten. Und auch das, finde ich, sieht man in der Ehrenhalle. Es ist gar nicht so einfach, die Kriegerschilde zu finden auf diesem Server. Also das sind so Sachen, die EU8 definitiv zeigt. Ja, und wir sehen auch, dass die Durchschnittsstufe pro Charakter beim Nekromanten am höchsten ist. Das finde ich irgendwie... Nee, Quatsch, ist gar nicht sortiert hier. Also beim Dämonenjäger einen Ticken höher als beim Nekromanten. Aber nur ganz minimal. Also in der Spitze sind die Dämonenjäger ja höher, aber in der Breite sind die Nekromanten halt auch stark vertreten. Magier sind höher als Berserker. Das hätte ich auch nicht unbedingt gedacht nach 3 Tagen. Und ja, die wenigen Barden, die da sind, halten sich auch mit einem guten Durchschnittslevel. Das sind so interessante Statistiken hier. Finde ich ganz geil. Leider sind die ja, direkten Ranglisten jetzt nicht mega aktuell, deshalb
stehen hier nicht die richtigen Level, kann man sich also noch nicht ganz auf beziehen. So, und da kommen wir jetzt mal zu meiner Gildenübersicht und heute sehen wir ein bisschen mehr. Blue Ocean macht hier den Anfang. Die ganze Sache ist sortiert nach dem derzeitigen neuen Average Level. Blue Ocean mit 40. Sie hatten zuletzt Average Level von 32 und waren auf dem Elevator auf Rang 23. Die sind jetzt aber nur 31 an dieser Stelle. Und das Ganze müssen wir uns mal ein bisschen merken. Gehen wir mal weiter hoch. Nanoeon mit 43er Level hier dabei. Vanilegio 44er Level. Beide auch mit deutlich höherer Hall of Night, also Ritterhalle. Da ging einiges bei allen Gilden. Brewmage ist auch auf über 300 hochgekommen. Haben jetzt auch einen Raid gemacht. Alle sind auch noch im Elevator in den Top 25. Die Dungeon Hunters, die waren 15. zuletzt im Elevator. Die sind tatsächlich am meisten abgefallen von den Gilden, haben aber trotzdem auch sehr gute Hall of Night mit 326 jetzt und auch ein Durchschnittslevel von 45. Der Malocha-Trupp neu reingejoint mit 46er Durchschnittslevel und 295 Ritterhalle, solide Position, sind 20. derzeit im Elevator gewesen. Also die haben Potenzial in die Top 20 zu kommen, müssen eben die Ritterhalle ein bisschen nachziehen und dann passt das. The Brave hat sich ein bisschen nach vorne geschoben vom Elevator alt auf 19 und dann geht es weiter mit Tlapkova Padrola. Auch die haben beide das gleiche Durchschnittslevel, aber Tlapkova auch mit einem sehr guten Ritterhalle, also 343. Das bedeutet, bei 50 Leuten sind fast alle auf Hall of Night 7 jetzt letztendlich. Und klar, die Ressourcen zu farmen wird jetzt erst richtig losgehen. Also das wird noch ganz spannend. Bade Atolls, die waren letztes Mal 14. im Elevator, obwohl sie im Durchschnittslevel nicht so weit oben waren. Sind ja Platz 18 jetzt im Durchschnittslevel immerhin. Also da ging schon ein bisschen was. Und sind nach wie vor beim Elevator 15. Also das läuft immer noch bei denen ganz gut. Die gehen in die Top 15 rein. Sensitive Resort jetzt auf der 17 mit gleichem Durchschnittslevel. Mussten ein bisschen Abstand gewinnen, haben sich an der Hall of Night aber noch vorgewagt und haben jetzt auch einen Raid schon gepackt, sind aber im Elevator irgendwie trotzdem nur 23. Da weiß ich nicht, ob es vielleicht an den Pilzen liegt, die im Elevator ausgegeben werden. Dothraki sehen wir jetzt auch sehr weit vorne im Verhältnis. Die waren im Elevator 24. zuletzt, haben 49er Durchschnittslevel, haben auch sehr gut Ritterhalle gepusht und sind jetzt 17. im Elevator. Also bei denen ging es jetzt am dritten Tag echt steil nach vorne. Die greifen auch die Top 15 an. Dort stehen die Legions, die auch eine solide Leistung vollzogen haben, jetzt an dem Tag nochmal ordentlich nach vorne gepusht sind und sind kurz vor Emerito Passianzo. Die haben ein Level mehr, haben aber auch eine sehr starke Ritterhalle und sind auch im Elevator nicht weit abgeschlagen. Alle Gilden jetzt hier übrigens wenigstens auch mit einem Raid. Hall Mine kommt als neuestes hinzu mit 51er Level. Auch sehr gute Ritterhalle, haben sogar 2 Raids, sind knapp hinter den Top 10, auch im Elevator nach wie vor. Stetto Syndikat war auf der 13 zuletzt im Elevator, jetzt auf der 12, haben auch sehr gut Ritterhalle und Level gemacht und sind auch mit 2 Raids am Start, kurz vor der Top 10. Requiem Atenan haben sie auch ein Level vorgeschoben in der im Elevator. Hatten schon eine recht gute Ritterhalle, sind trotzdem gut vorgekommen und auch im Level. Haben sie einen guten Schnitt gehabt, aber nicht so gut wie Uskaka Hevoponika. Die haben auch gut Level gemacht, haben auch eine sehr starke Ritterhalle, sind im Elevator nach wie vor 9. haben mit 2 Raids auf der Uhr, also die pushen ganz straight, also die werden sich nicht erst in den Top 10 verschieben lassen wahrscheinlich. Antaiko hat den Vorsprung gehalten, den sie hatten, hat es ähnlich gut gemacht, sind aber im Elevator sogar auf die 7 vorgerutscht, also auch sehr gut am dritten Tag performt und haben zum Beispiel den Stammtisch hinter sich gelassen. Im Level ist der Stammtisch aber noch vor denen, dafür im Elevator knapp hinter ihnen. Wir haben aber gesehen, der Elevator 7 bis 10 ist allgemein sehr, 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 sehr knapp, also da sind es nur ein paar tausend Held-Token, die können sich immer noch ein bisschen verschieben. Ready for War gehört da auch dazu und diese Gruppe, die haben auch das gleiche Durchschnittslevel, also allgemein kann man sagen, dass wahrscheinlich Platz 7 bis 10 in der Ehrenhalle sehr, sehr knapp umkämpft sein wird. Stand jetzt. Rubikov
hält sich da ein bisschen drüber. Auf der 6 haben wir auch gesehen, deutlich mehr Held-Token gehabt als die anderen Gilden und ähnlich gut wie die Himmelskrieger unterwegs. Himmelskrieger sind auf 70er Level im Schnitt gekommen, haben jetzt auch alle fast eine Ritterhalle um die 350, also das ist so das, was an Tag 3 möglich ist, weil ja eben die meisten Spieler ihre Festungsressourcen jetzt erst sammeln können durch Angriffe. Also es sei denn, man war sehr schnell, dann ging das jetzt schon. Necropolis hält sich auf der 4, haben wir gesehen, und schnuppert an Exiles. Die haben ein Durchschnittslevel von 3 mehr, also ein bisschen mehr Durchschnittslevel im Abstand. Auch in der Ritterhalle hat sich Exiles hier anscheinend nochmal ein bisschen nach vorne gekämpft. Also ist Exiles wirklich auf der 3, dann auf der 2 Nothing Else Matters auf 104 Durchschnittslevel hoch und 358 Ritterhalle, haben sogar mehr Ritterhalle als Freedom. Dafür aber hat Freedom das extrem gute Average Level. Aber wir haben eben gesehen, im Elevator sind sie nur auf der 2. Und jetzt wollen wir mal hier ein bisschen rübergehen. Und zwar ist natürlich klar, wir sehen eine Sache. Wir haben hier Progress, Level und HOK und darauf wird es mir ankommen in den folgenden Wochen. Die meisten Level gemacht. Zum letzten Vergleich hat Freedom mit 50. Das ist natürlich echt stark, aber obliegt auch daran, dass es eben auch so krasse Pilze sind, die zum Serverstart sehr viele Level machen können. Ja. Deshalb Nothing Else Matters mit 44 Leveln im Schnitt auf der 2 und Exiles mit 31 Leveln auf der 3. Necropolis dann mit 29 auf der 4 und nach hinten wird es weniger. Das wird sich über die Dauer ein bisschen ändern. Da werden nicht die Top-Gilden immer oben sein. Also Grün ist der beste, oder die Gilde mit dem besten Progress, Gelb die zweitbeste und Rot die drittbeste Gilde. Das wird sich ändern in den nächsten Wochen und Monaten, definitiv, spätestens zur Lunchpause. Bei der Hall of Night sehen wir aber eben auch, dass es eben nicht die Top-Gilden sind, die im Progress die besten sind, weil sie eben schon sehr gute Werte hatten. Klar, 44 zum Beispiel hier von Exiles sticht da heraus mit einer sehr guten Performance. Aber die beste Gilde war Dothraki. Die haben halt einfach mal über 100 Ritterhallenpunkte mehr gemacht und sind deshalb jetzt hier von mir honoriert auf Platz 1. 80 dann die Dungeon Hunters, die zwar im Elevator nicht so gut abgeschnitten haben, aber trotzdem eine gute Ritterhalle hatten. Und Platz 3 Blue Ocean. Obwohl sie insgesamt anscheinend nicht mehr Top 25 Gilden sind, haben sie hier den drittbesten Wert bei Gilden in der Ritterhalle gemacht, wenn auch knapp vor Bar Tools zum Beispiel und auch andere Gilden hier, eben die zwischen 60 und 70 Punkte gemacht haben. Stammtisch zum Beispiel kann man hier oben auch erwähnen, die haben gut nachgezogen. Und Malochatrup war wie gesagt neu. The Brave war zum Zeitpunkt der Datenerfassung nur zu 49 Spielern. Also wenn jetzt hier noch ein 50. dabei gewesen wäre mit 7, Hall of Night 7, dann wäre The Brave zum Beispiel höchstwahrscheinlich die drittbeste Gilde in der Hall of Night gewesen. Also das macht halt auch ein bisschen was aus. Und so sieht es also im Moment aus. Ich bin gespannt. Gerade, also klar, Freedom auf der 1, Nothing Else Matters auf der 2 vom Level. Aber wie es im Helle wieder weitergeht, ob sich Nothing Else Matters wirklich auf der 1 halten kann. Und ich bin vor allen Dingen sehr gespannt, wer sich durchsetzt im Kampf um Top 3, Top 5 und vor allen Dingen auch 7 bis 10, dieser knappe Vierkampf da im Moment. Also das sieht auch sehr gut aus. Da freue ich mich drauf, wenn es dann auch in die Gildenfights geht. Aber das dauert alles noch. Da müssen die Gilden jetzt erstmal Raids machen. Man soll noch zu erwähnen, dass Freedom auch zum Zeitpunkt der Datenerfassung 4 Raids geschafft hat. Also schon wieder auch ein Raid mehr als die anderen Gilden. Das sind natürlich immer extra Boni, die man theoretisch vielleicht am Tag generiert, die anderen erstmal nachziehen müssen. Also da hat Freedom nach wie vor einen kleinen Vorteil dabei. Und ja, wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich mit dem nächsten Vergleich, wahrscheinlich vor dem Black Friday Event, wenn es so klappt wie geplant. Das war's. Haut rein, macht Tschüss und Servus, euer Basti.